Einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich heute aus Georgetown. Hier gibt es einen sehr schönen Platz am Fluss, an dem ich jetzt mein Frühstück genieße. Warum alleine? Alex ist noch am Schlafen und ich bin eine Frühaufsteherin. Herzlich willkommen bei Folge 13 bei den Angsthasen auf Weltreise. Heute nehmen wir euch mit nach Nova Scotia und auf den sagenhaften, richtig tollen Cabot Trail. In der letzten Folge hatten wir euch ja schon ein bisschen gespoilert. Die bekannte Persönlichkeit am Cabot Trail ist Alexander Graham Bell. Der hat das Telefon erfunden und in Beddek gibt es dazu ein Museum. Außerdem kann man auch noch auf dem Cabot Trail das Ferienhaus des Mannes sichten. Ja, Nova Scotia ist eine Halbinsel im Atlantik. Ein sehr schöner Ort, um Whale-Watching zu betreiben. Also hier sind extra Bänke und man kann dann ins Tal sehen. Und anscheinend sind von Mai bis November hier Wale zu sichten. Und dort kann man auch Sichtungen von Robben oder auch Papageientauchern oder anderen interessanten Vogelarten machen. Papageientaucher? Ja. Was ist das für Tiere? Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal einblenden. Ja. Wenn ihr Papageientaucher kennt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ja. Die Hauptstadt von Nova Scotia ist Halifax. Dort haben wir es leider nicht mehr hingeschafft, weil wir haben einfach viel zu wenig Zeit für diesen wunderschönen Flecken Erden eingeplant. Deshalb zeigen wir euch aber die Highlights vom Cabot Trail heute. Zuallererst müssen wir aber erstmal nach Nova Scotia kommen. In der letzten Folge waren wir im Prince Edward Island. Da haben wir dann die Fähre genommen in die Nähe von New Glasgow. In New Glasgow haben wir dann auch unsere erste Nacht verbracht, weil es ansonsten für uns für die Weiterfahrt zu spät geworden wäre. Und haben dann am nächsten Morgen uns am Flussbett mit einem super coolen Frühstück, Nina hat wieder Sandwiches gemacht, gestärkt. Sandwich Time! Dankeschön. Dann sind wir auf zum Cabot Trail und es hat doch einige Stunden gedauert, bis wir dort angekommen sind. War kein Problem, weil die Fahrt dorthin war auch total traumhaft. Wir sind an glitzernden Seen vorbei, durch wunderschöne Wälder gefahren, von daher war das keine verschenkte Zeit. Und wenn es uns zwischendurch mal ein bisschen zu viel Fahrerei wurde und wir eine kleine Pause brauchten, dann gab es überall so ein paar kleine Stellen, wo man anhalten konnte und wo man ja sich einfach in der Natur baden konnte. Der Cabot Trail, der befindet sich auf der Cap-Breton Island und ist ungefähr 300 Kilometer lang. Er führt durch den Cap-Breton Highland National Park. Das heißt, wenn ihr auf dem Cabot Trail fahrt, kann es sein, dass ihr je nach Jahreszeit und auch Tageszeit dafür nochmal gesondert Eintritt zahlen müsst. Das lohnt sich aber, denn auf dem Cabot Trail kann man ganz viele Dinge erleben. Es gibt zahlreiche Wanderungen, es gibt zahlreiche Möglichkeiten mit dem Kajak zu fahren oder aber auch für Motorradfans, die einfach diese ganz tollen geschwungenen Straßen ja, mit dem Motorrad nehmen können. Oder auch Radfahrer. Habe ich schon nicht gesagt? Weiß nicht. Oder Radfahrer. Ja, zelten kann man und es gibt natürlich ganz viele Unterkünfte vor Ort. Thema Zeitmanagement. Wir waren ein bisschen spät dran und die Dunkelheit ist eingebrochen. Also haben wir uns wieder runtergemacht von dem Cabot Trail, weil es waren viele Wildtiere unterwegs und die Straßen sind dann doch sehr kurvenreich. Will man eigentlich nicht bei Nacht machen. Ein Tipp von uns: Rechnet vorher aus, wann ihr ankommt. Zweiter Tipp: Nutzt die Fähre, um nach English Town zu kommen. Ja, also wir sind leider viel zu spät auf den Cabot Trail gefahren, sodass wir ein Viertel eigentlich nur im Dunkeln gesehen haben, was sehr schade ist. Aber wir wollten jetzt auch unseren Zeitplan halten. In Sydney haben wir dann noch ein paar Sachen geklärt, einkaufen, Wäsche waschen. Alex hat das Auto geputzt, haben dort dann auch genächtigt. Und am nächsten Tag sind wir dann mit neuer Frische zum Cabot Trail. Ja, der nächste Anlauf hat dann aber definitiv für uns gelohnt und jetzt möchten wir euch noch ein paar Aufnahmen von vor Ort zeigen. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
could see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Wenn euch die Folge gefallen hat bis hierhin, dann lasst uns doch ein Abo da, denn wir freuen uns richtig, wenn ihr mit uns weiter auf die Reise geht. Der Macintosh Brook Trail hat uns am Anfang ein bisschen Angst eingeflößt, denn Ja, es war ein Warnschild dort zu sehen, dass wir uns in einem Kojotengebiet befinden und dort Kojoten auftauchen könnten. Ich habe mich dann mit einem Stock ausgerüstet und dann ging es ab in die Wildnis. und ansonsten war dieser Trail auch wieder sehr schön. Er ist entlang eines Flusses geführt, man geht über eine Brücke drüber, dann da, wo wir da waren, im Herbst war überall Laub gelegen und am Ende von diesem Trail belohnt einen der Anblick eines kleinen, aber feinen Wasserfalls. Wir sind hier am Macintosh Brook Trail und nach einem kurzen Weg durch den Wald entlang von einem kleinen Bach sind wir jetzt am Wasserfall angekommen. Der Hike dauert nur eine halbe Stunde und jetzt gerade bei den Herbstfarben und bei den ganzen Blättern, die ihr auf dem Boden liegen seht, sehr schön. Ja, für Leute, die gerne mehr wandern wollen, da gibt es auch noch den Skyline Trail, der ist sehr, sehr bekannt. Der ist 8 Kilometer lang. Dann befindet man sich auf so einer kleinen Berginselspitze und hat dann einen fantastischen Blick auf den Atlantik. Ja, deswegen mussten wir uns auch schon so langsam auf unseren Rückweg machen. Und beim Thema Zeit kommen wir deshalb auch schon zu unseren Tipps. Tipp Nummer 1. Nova Scotia ist eine wunderschöne Halbinsel in Kanada. Nehmt euch bitte Zeit dafür, wenn ihr dort seid. Also mindestens mal eine Woche, weil sonst kann man einfach nicht alles sehen. Und das war bei uns halt so. Und der zweite Tipp, versucht euch eine Unterkunft auf dem Cabot Trail zu nehmen, dass ihr direkt am Cabot Trail nächtigen könnt. Und so könnt ihr, wenn ihr nur wenig Zeit habt, diese vor Ort besser nutzen, habt keine langen Anfahrtswege und könnt zahlreiche Wanderungen unternehmen und nicht nur so wie wir nur eine. In der nächsten Folge führt es uns dann in die Hauptstadt von Kanada, nämlich Ottawa. Und außerdem werden wir noch eine kleine Wanderung machen, die uns sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao! Ciao.